Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es ist soweit, die Klassen stehen soweit fest. 3 kommen in die nähere Auswahl und da gehen wir natürlich heute auch drauf ein. Ja, bevor das Ganze losgeht, wollte ich euch nur auch noch mal kurz aufmerksam machen. Heute ab 16 Uhr gibt es neue Droplets bei mir auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Wir sind abends auch wieder live. Spätestens ab 18:30 Uhr, vielleicht bin ich aber auch schon ein bisschen früher live, mal sehen. Werde auf jeden Fall versuchen, ja, so schnell wie möglich dann auch online zu kommen. Und dann sind wir heute bis 21 Uhr wieder am Start. Deswegen habt ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit, neue Droplets euch zu gönnen. Jeden Freitag werden diese um 16 Uhr aktualisiert. Ja, des Weiteren habe ich mal eine kleine Umfrage bei mir auf YouTube gemacht. Ja, da könnt ihr sehr gerne dran teilnehmen. Würde ich euch auch darum bitten, damit wir so einen ersten kleinen Eindruck bekommen, wie sich so die Community für die Klassen so entscheidet und damit wir schon mal sehen können, okay, in welche Richtung geht so ungefähr der Trend. Ja, wie kommt ihr da hin? Ganz einfach, ihr geht bei mir auf den Kanal rauf, ja, dann auf Beiträge und dort ist dann der neueste Beitrag hier die Umfrage und man sieht hier zum Beispiel, dass der Pestdoktor und der Ninja relativ gleich auf sind jetzt nach einer Dreiviertelstunde. Der Bestienbändiger kommt momentan nicht ganz so gut an, aber wir haben ja auch erst ein paar Minuten jetzt die Umfrage gestartet. Deswegen, ja, nehmt da sehr gerne teil, wenn ihr wollt. Und wir werden jetzt auch mal bei der offiziellen Umfrage natürlich dann dran teilnehmen. Die findet ihr wieder im Webshop und die dauert wieder ein paar Tage, bevor dann wirklich die finale Klasse dann ins Game kommt. Ja, letzte Runde, neue Geschickklasse wählen. Die 3 Gewinner der Klassenabstimmung stehen fest. Jetzt entscheidest du, welche neue Geschickklasse ins Spiel kommt. Stimme jetzt im Community-Portal blablablub. Da sind wir ja bereits, ne? Und da können wir jetzt halt eben abstimmen nochmal. Die Macht der Wahl liegt bei dir. Eine neue Geschickklasse wird die Welt von Shakes and Fidget betreten. Doch wer wird es sein? Stimme jetzt für deine Favoriten und entscheide, wer die Abstimmung gewinnt und noch in diesem Jahr ins Spiel kommt. Okay, deswegen starten wir mal rein. Wir haben jetzt hier einmal nochmal den Ninja am Start, jetzt auch hier schön mit Animation. Ja, Ninjas perfektionieren im Verborgenen die Künste der Tarnung, absurden Akrobatik sowie des blitzschnellen Finger-Yogas. Selbst gewöhnliche Stäbchen werden in ihren Händen zu gefährlichen Präzisionswaffen, die schwirrende Störenfriede geschickt verstummen lassen. Hier nochmal kurz zur Fähigkeit, also das war so von den Klassen, die jetzt rausgevotet worden sind, auch einer der etwas interessanteren Fähigkeiten, wie ich finde. Schade, dass der Knallkorb es nicht geschafft hat, den fand ich auch noch sehr cool. Ja, der hat es leider nicht in die engere Auswahl geschafft. Aber ja, es kann leider halt eben nicht jede Klasse mit gewotet werden. Nur noch mal kurz zum groben Ablauf, wie ihr hier sehen könnt, ne, was halt eben so die Klassen können. Ne. Er sammelt halt jede Runde hier Shuriken an, die bereit sind, dann halt eben auf den Gegner zu entfesseln. So, wenn diese ganzen hier vollgelaufen sind, dann lässt er hier einen Sturm aus Angriffen auf den Gegner los. Ne. Und ansonsten, falls der Ninja zuerst sterben sollte, dann kann er den sicheren Tod entrinnen, solange noch nicht alle Shurikens aufgeladen sind. Ja, in diesem Fall lässt er eine Attrappe von sich zurück und wirft alle bis dahin vorbereiteten Shuriken auf den Gegner. Ja, also so oder so wird der Ninja seine Shuriken los, entweder wenn diese voll aufgeladen sind, dann mit voller Power, oder wenn er halt eben vorher sterben sollte und die nicht aufgeladen sind, dann erschafft er quasi eine Attrappe von sich, ein Double, und kann dann so quasi nochmal dann alle Shurikens loswerden, also nochmal so eine kleine Comeback-Fähigkeit. So oder so wird er seinen Damage rausbekommen, also das finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant als Klasse tatsächlich. Ja, dann haben wir hier nochmal den Bestienbändiger als zweite Klasse, die fand ich ja auch sehr, sehr gut. Die hat es ja bei mir in meine persönliche engere Auswahl auch geschafft. Finde ich sehr nice. Bestienbändiger sind eins mit der Wildnis und haben ein Händchen für bissige Untiere. Ne? Ihr kennt das Ganze ja. Ne? Kann halt eben eine Bestie mit sich kämpfen lassen, die halt eben nach mehreren Angriffen halt eben Zorn ansammelt und entwickelt sich dann halt eben in eine neue Entwicklungsstufe.
die dann halt eben nochmal ja, mehr Damage macht etc. pp. Ne? Also ist auch sehr, sehr cool. Und dann halt eben nochmal hier den Pestdoktor, ne? Der toxische Therapeut. Ja, auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ne? Ihr kennt das Ganze ja. Hat hier halt eben so eine Gift-Potion, die er auf den Gegner wirft. Fand ich ja auch sehr, sehr nice. Ich muss tatsächlich sagen, ja, bei mir jetzt zwischen den 3 Klassen finde ich eigentlich alle ganz cool. Bestienbändiger und Pestdoktor waren ja bei mir so die Favoriten gewesen. Ja, jetzt muss ich sagen, der Ninja, der hat auch irgendwo seinen gewissen Charme, sag ich mal, durch seine Fähigkeit. Erst fand ich die Klasse ein bisschen lame, aber als ich mich dann so ein bisschen mehr so drüber nachgedacht habe mit der Fähigkeit, die er hat, ist das definitiv auch nicht verkehrt so, ne? Also, ja, aber ich glaube nach wie vor, für mich persönlich, und bitte lasst euch da nicht irgendwie von meiner Meinung jetzt irgendwie irritieren oder ne, leiten oder so, habt da bitte eure komplett eigene Meinung, welche Klasse ihr in dem Game sehen wollt. So, für mich ist es, glaube ich, von den 3 nach wie vor der Pestdoktor. Ja, also den finde ich auch schon ziemlich cool. Aber wir haben ja schon in einer kurzen Umfrage gesehen, ne, dass der Ninja auch sehr doll beliebt ist auf jeden Fall. Ne, was mich gewundert hat, der Mönch kam nicht ins Game, ja, der Knallkopf kam auch nicht ins Game, der Trickster, also der Kartenspieler hier, der war auch nicht, wurde auch nicht gewotet, so, ne? Ich hätte mal gerne da die Umfrageergebnisse gesehen. Aber ja, am Ende des Tages müssen wir uns für eine Klasse entscheiden. Und ich glaube persönlich, für mich ist es, glaube ich, der Pestdoktor. Ja, ich glaube ja. Ihr könnt hier das Ganze auch nochmal bearbeiten, ne? Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr auch noch eine andere Klasse nehmen. Aber ja, das ist auf jeden Fall für mich jetzt das Ding. Abstimmen. Und wir haben gewotet. Ja, in 5 Tage und 6 Stunden habt ihr noch Zeit für eure Klasse dann zu voten. Natürlich lasse ich euch da dann auch wissen, welches dann geworden ist. Ne? Ich meine, ihr kriegt es ja wahrscheinlich sowieso in-game oder überall mit. Ne? Aber ja, ich bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, welche von den 3 es dann werden wird. Irgendwie finde ich alle 3 ziemlich cool. Ne? Die haben alle auf jeden Fall sowas, was ich so im Game gut sehen kann und worauf ich mich freue, die Klasse dann zu testen, egal welche es wird. Ne? Ja, für mich persönlich halt, wie gesagt, ist es der Pestdoktor so, ne? Aber ich könnte halt auch easy damit leben, wenn es der Ninja wird, weil der halt eben von der Fähigkeit her auch ziemlich gut aufgestellt ist, wie ich finde. Ne? Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann nächstes Jahr aussehen wird, falls wieder neue Klassen rauskommen, ob dann halt eben ein paar mit dabei sind, die es jetzt diesmal nicht geschafft haben, wie zum Beispiel der Knallkopf, weil da fand ich die Fähigkeit auch ziemlich cool, ist ähnlich wie der Pestdoktor, er wirft halt eben anstatt ja, Gift-Potions halt eben Bomben auf den Gegner. Oh, wir haben ja Reichtumsrauferei. Oh, stimmt, müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben ja hier auf F9 die ganzen Events schon. Das ist übrigens Donnerstag, wo ich jetzt gerade aufnehme. Also morgen sind die ja eh bei euch überall. Die ganzen Events am Start, sehr cool. Ja, stimmt, Hexentanz haben wir auch. Glanzparade des Goldes, so eine XP. Also die besten Events wieder hier am Start. Sehr, sehr cool. Können wir alles loswerden. Kann ich jetzt auch mal hier meine Waffen, hier meine Leggy-Waffen, werde ich jetzt auch mal los. Die ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ich hatte überlegt gehabt, ob ich die vielleicht meinen Begleitern abgebe oder so. Aber dann habe ich mir so überlegt, nee. Basispunkte sind schon cooler als Stats auf den Begleitern und ja, deswegen ja, schmeiße ich die mal hier in den Kessel. So, ich glaube, ich hatte auch noch was auf dem Mannequin, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. War ja wieder relativ Krise gewesen hier mit der Hexe, dass die dann mal endlich vorbeikam. Deswegen habe ich schon mir sehr gewünscht, dass das Hexen-Event jetzt hier am Start ist, damit wir das hier alles für schönen doppelten Wert verkaufen können. Und ja, da haben wir ja wieder ein paar Golddublonen auf der hohen Kante. Ne? Genau. Dann werden wir noch gleich schauen, dass wir in der ja, Ehrenhalle gleich die Reichtumsrauferei, die paar Punkte mitnehmen. 50 Millionen können wir da ja hier den Leuten aus der Tasche ziehen. Deswegen mal gucken, ob wir hier Platz 1 vom Thron stoßen können. Platz 1 hat leider allerdings kein Gold. Das ist sehr schade. Wer hat immer Gold am Start? Ja, ich weiß nicht, hast du Gold am Start vielleicht? Ja, das sieht ganz gut aus. Da können wir uns hocharbeiten so ein bisschen. Ansonsten hat Sir Webster auch, weiß ich immer, der hat auch immer Gold ja, auf Lager. Da kann man sich immer mal
ein bisschen was holen, wenn mal wieder Notstand ist. Der Molak, glaube ich, hat auch immer Gold am Start. Ja, das sieht auch ganz gut aus hier. Ne? Natürlich gewinnen wir auch nicht immer, ja, aber die meisten machen es richtig, die verskillen gleich ihr Gold. Es sind halt eben nur so 1, 2 Spieler auf dem Server, wo man so weiß, okay, die haben meistens immer was am Start und deswegen ja, kann man sich da natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen da reinschleichen in die Kämpfe. Ne? So, 50 Millionen werden wir uns holen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, nee, da ist Gold verskillt. Können ja mal so ein bisschen die Ehrenhalle hier durchgehen. Ob hier noch Leute am Start sind. Bruni hat hier auch nochmal Gold. Ja, okay. Jetzt haben wir hier glatte 500.000 bekommen. Ja, das ist immer so das Ding. Wir müssen ja auch gucken, dass wir das Gold hier rechtzeitig losgeskillt kriegen, damit wir hier auch nicht so viel Gold verlieren, falls wir mal einen Kampf verlieren sollten. Was ja hier, was ihr sehen könnt, ja auch durchaus passieren kann. Ist ja nichts in Stein gemeißelt hier, dass wir gewinnen müssen. Ne? Deswegen, ja, gucke ich immer so, dass wir knapp an die 10 Millionen rankommen so. Und dann gleich hier den Skillpunkt reinhauen. Gut, aber für das Video heute war es das erstmal soweit. Ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Klassenauswahl. Wie gesagt, schaut auch gerne bei mir auf YouTube in der Umfrage mit rein, ne, damit wir schon mal so zusammen sehen können, ja, wie die Klassen momentan so in unserer Community ankommen. Das hat natürlich jetzt keinen weiteren Impact, sag ich mal, auf die komplette Entscheidung, weil hier hat man es ja auch gesehen bei der letzten Umfrage hier auf meinem Kanal. Da war zum Beispiel gegen den Paladin der Elemental Knight die Klasse, die bei mir in der Community am meisten gesehen worden wäre. Dann ist es aber halt eben trotzdem der Paladin geworden. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ne, momentan sieht es halt eben sehr break-even aus zwischen den beiden Klassen und dann schauen wir mal, wie es morgen und die Tage aussieht. Ne, ansonsten ja, sehen wir uns wahrscheinlich nachher gleich auf Twitch, ne, zu den neuen Droplets. Und das war es dann soweit. Ich wünsche euch ein paar super schöne Osterfeiertage. Genießt die Zeit. Und ansonsten ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.